Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und heute soll es mal nicht um das Thema Haushalt oder Leben mit Kind gehen, sondern um ein anderes Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass euch Kleinigkeiten, die eigentlich überhaupt gar keine große Sache sind, total aus dem Konzept bringen und euch so richtig auf die Palme bringen. Zumindest mir geht es immer mal wieder so, auch immer noch. Aber früher, beziehungsweise noch bis vor kurzem, war das bei mir wirklich sehr häufig der Fall. Ich habe mich gefragt, woran das liegt, dass mich kleine Probleme, die eigentlich total einfach zu lösen sind und wirklich kein großes Ding sind, so aufregen. Denn genau das war es. Ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, ich habe geflucht und habe dann schlechte Laune gehabt und irgendwie war dann auch der ganze Tag für mich gelaufen. Irgendwann bin ich dann in so einen Teufelskreis gekommen, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass ich mich darüber aufrege. Kennt ihr das? Mir war einfach klar, okay, ich muss der Quelle des Ganzen irgendwie auf den Grund gehen. Lange musste ich da auch nicht wirklich suchen. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, Grund dafür ist einfach, dass ich super unausgeglichen war, weil ich mir keine Auszeiten gegönnt habe, weil ich nicht auf meine Bedürfnisse gehört habe. Kleinigkeiten haben mich auf die Palme gebracht. Ich hatte kaum noch Geduld, vor allem auch was meinen Sohn anging. Und da war mir eigentlich klar, ich will das nicht mehr. Ich möchte hier was ändern. Ich habe so ein paar Wege gesucht, wie ich kleine Pausen in meinen Alltag einbaue, wie ich meine Bedürfnisse in meinen Alltag so ein bisschen integrieren kann, wie ich einfach insgesamt betrachtet ausgeglichener bin, damit mich eben nicht so Kleinkram total aus dem Konzept wirft. Vielleicht kommt euch das alles, was ich gerade erzählt habe, ja so ein bisschen bekannt vor. Und deswegen dachte ich, ich mache da einfach mal ein Video zu und erzähle euch so ein bisschen, wie ich meinen Alltag angepasst habe, um genau das nämlich zu ändern, um einfach nicht mehr so unausgeglichen im Alltag zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben, wenn ihr mich unterstützen möchtet und schreibt mir auch gerne was Liebes in die Kommentare. Meine kurze Einleitung hat es auch schon angedeutet. Was ich einfach ganz wichtig finde, sind Pausen, kleine Auszeiten und ich nenne das ganz gerne meinen Reset. Es gibt einfach Tage, da merke ich, dass ich überhaupt nichts auf die Reihe bekomme. Ich bin total gestresst. Ich habe so viel in meinem Kopf. Ich habe so viele Sachen in meinem Kopf, bei denen ich weiß, okay, das muss erledigt werden, dass ich überhaupt gar keinen Anfang kriege. Ich habe das Gefühl, ich muss alles gleichzeitig machen und fange dann auch super viele Aufgaben an, bringe aber keine zum Ende, weil ich denke, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter, ich habe ja keine Zeit, mir da jetzt Zeit zu lassen, um mich da jetzt intensiv drauf zu konzentrieren. Ich fange einfach das nächste an und es ist eigentlich klar, dass man an so einem Tag nichts auf die Reihe bekommt, dass man nichts fertig gebracht bekommt. Das führt dann natürlich automatisch zu noch mehr Stress. Und auch wenn es kontraproduktiv klingt, an genau solchen Tagen mache ich erstmal nichts. Beziehungsweise es hilft mir nichts mehr in so einer Situation, als einen sogenannten Reset zu machen. Das heißt, mich einmal komplett aus dieser Situation selber rauszuziehen und mit dem Kopf einmal was ganz anderes zu machen und am besten nämlich gar nichts. Am meisten wirkt da für mich persönlich wirklich eine heiße Dusche. Danach fühle ich mich wirklich wie neu gestartet. Einmal die Systeme runtergefahren und danach einmal wieder neu hochgefahren und alles funktioniert danach wieder einigermaßen. Ist für mich, weil ich komplett von zu Hause aus arbeite, auch möglich. Aber ich weiß, dass das natürlich im Büroalltag oder auch sonst nicht immer so möglich ist, dass man einfach mal zwischendrin sagen kann, so, mir reicht's, ich gehe jetzt duschen. Das mache ich auch nicht jedes Mal so. An manchen Tagen reicht es auch einfach, wenn ich den Schreibtisch verlasse, mir eine frische Tasse Kaffee mache und ich wirklich einfach mal komplett aus dieser Arbeitssituation rausgehe und mich aufs Sofa beispielsweise setze und einfach mal gar nichts mache, in Ruhe diesen Kaffee trinke und versuche nicht an die ganzen To-Dos in meinem Kopf zu denken. Das muss ja auch gar nicht lange sein, sagen wir mal, nur diese komplette Tasse Kaffee, das sind vielleicht 10 Minuten, Maximum 20 Minuten. Und was ich dann auch in solchen Situationen mache, ist, dass ich mir einen Timer stelle für die maximale Zeit, die ich mir jetzt sage, okay, da kann ich mir jetzt erlauben, mal gar nichts zu machen. Weil so passiert es einfach, dass ich dann nämlich nicht ständig auf die Uhr schaue und weil dann ist man halt auch wieder irgendwie gestresst, weil ich dann Angst habe oder Sorge habe, okay, ich mache jetzt hier zu lange Pause und dann habe ich nicht mehr genug Zeit etc. So mit diesem Timer
kann ich halt diese Sorge ausschalten und das heißt, ich kann auch wirklich komplett Pause machen. Und auch wenn man das Gefühl hat, das muss ja auch nicht nur auf die Arbeit bezogen sein, sondern auch auf seinen Alltag als Mama beispielsweise, wenn man das Kind zu Hause hat, was ich dann halt auch manchmal mache als Reset oder als einfach kurz Pause, ist beispielsweise, ich packe das Kind in die Badewanne. Der sitzt dann in der Badewanne und ich sitze mit einer Tasse Kaffee neben der Badewanne und ich weiß, in der Badewanne beschäftigt er sich die meiste Zeit eigentlich tatsächlich alleine. Und das ist dann so ein Moment, ich sitze daneben, ich bin da, aber den Kopf kann ich gerade mal ausschalten und einfach mal ganz in Ruhe meine Tasse Kaffee trinken. Und ich sag's nochmal, auch nur so eine kurze Pause kann einfach so viel vom Stress rausnehmen. Und auch wenn man erstmal denkt, ich kann mir gerade überhaupt gar keine Pause gönnen, macht es. Gönnt euch diese paar Minuten Pause. Ich habe eine Zeit lang nicht wirklich so sehr auf mein Äußeres geachtet, wie ich es gerne möchte oder es gerne habe. Sagen wir mal so, ich habe mich eigentlich kaum um meine Haare gekümmert, um meine Nägel schon gar nicht. Ich habe einfach überhaupt gar keine wirkliche Pflegeroutine gehabt. Und ja, ich weiß, das klingt super oberflächlich. Natürlich gibt es wichtigere Dinge als schöne Haare und gemachte Nägel. Aber mir persönlich tut es gut, wenn ich mich um mein Äußeres kümmere. Und das ist etwas, das mir einfach total gefehlt hat. Deswegen versuche ich jetzt regelmäßig mir einen Abend zu nehmen, an dem ich ja wie so eine Art Self-Care-Abend mache. Und ich weiß, wie das klingt, ja. Aber wenn ihr das regelmäßig macht, es tut euch gut. Und also mir tut's unfassbar gut. Ich lasse mir dann meistens eine Badewanne ein, mache eine Gesichtsmaske, manchmal mache ich mir auch einfach die Nägel. Einfach irgendwas nur für mich. Nur für mich, um mich äußerlich gut zu fühlen. Und ich fühle mich danach wirklich voller Energie und so erfrischt und habe halt das Gefühl, so ich habe mir selber gerade was Gutes getan. Und das überträgt sich dann halt für mich auch in den nächsten Tag, in die nächste Zeit, weil ich merke, ich tue nicht nur anderen was Gutes, sondern mir selber auch. Meine komplette tägliche Hautpflegeroutine habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt und ich benutze nach wie vor total gerne die Produkte von Yepoda. Und auch wenn ich jetzt keinen festen Self-Care-Abend habe, gehört es mittlerweile für mich fest dazu. Es ist so eine richtige Routine geworden, mich abends abzuschminken und meine Haut ein bisschen zu pflegen, weil das ist halt auch etwas, was ich früher häufig nicht gemacht habe. Und kennt ihr dieses Gefühl, wenn man noch mit dem restlichen Make-up vom Vortag morgens aufwacht, man fühlt sich einfach so richtig fies und eklig. Und ich habe mir angewöhnt, ich habe mir einen festen Zeitpunkt gesetzt am Abend, wo ich das nämlich mache, wo ich mich abschminke und so ein bisschen meine Haut pflege für die Nacht. Wenn ich diesen Selfcare-Abend mache und eine Gesichtsmaske mache, dann benutze ich total gerne The C-Tox von Yepoda. Das ist eine Maske mit Vitamin C, die die Haut richtig schön pflegt und meine Haut fühlt sich danach wirklich total erfrischt und vor allem auch gereinigt an. Und vorher, um das Make-up, wie eben erwähnt, runterzunehmen, mache ich seit mehreren Monaten jetzt den sogenannten Double Cleanse. Das heißt, ich benutze 2 Produkte, nämlich einmal den sogenannten Calm Balm und danach The Bubble Double, beides von Yepoda. Das ist hier halt ein ölbasierter Reiniger, den ihr auf die Haut auftragt, kurz mit Wasser ein bisschen aufschäumt und dann nochmal mit einem Tuch mit heißem Wasser, ihr legt das auf euer Gesicht dann drauf, dass sich die Poren öffnen und dann nehmt ihr damit vorsichtig das Make-up runter und danach macht ihr dann halt hier, das ist so ein Schaumreiniger, der Bubble Double, damit geht halt wirklich die letzten Reste nochmal runter und das Hautgefühl danach liebe ich wirklich sehr. Das hier und die Maske C-Tox sind meine absoluten Lieblingsprodukte von Yepoda. Benutze ich beides regelmäßig. Die Maske jetzt auch nicht nur in diesen Selfcare-Abenden, sondern ich benutze die Maske ja alle 2 bis 3 Tage ungefähr. Und auch sonst die weiteren Produkte finde ich auch alle super. Das ist hier eine Maske für die Nacht, die ich mir dann nach der Reinigung auf die Haut gebe. Das ist mit Lavendel, das heißt, es riecht auch nochmal richtig lecker und ja, hilft einem so ein bisschen runterzukommen. Und das ist also nicht nur eine Nachtcreme, sondern halt eine Maske für die Nacht. Das heißt, es zieht halt nach und nach dann ein. Und seitdem ist meine Haut richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Und morgens benutze ich dann noch diesen hier nach der Reinigung, The Mist Have.
und im Anschluss daran ein Serum, The Repair Hero. Das ist, der Mist Have ist halt ja wie ein Toner. Das spendet nochmal Feuchtigkeit und ist ja ein Anti-Aging-Produkt. Und für die Feuchtigkeit kommt dann noch da drauf The Make My Day Cream, Feuchtigkeitscreme. Ich liebe die Produkte wirklich sehr. Seit ich diese feste Pflegeroutine mit den Produkten von Yepoda mache, hat sich meine Haut, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich zum Positiven verändert. Ich habe nach wie vor immer noch kleine Unreinheiten. Das ist bei mir hormonell bedingt. Meine Haut fühlt sich richtig schön gepflegt an und sieht auch so aus. Und seit ich mir halt regelmäßig Zeit nehme für meine Pflegeroutine, ja, das tut halt dem Äußeren gut, aber dem Inneren einfach auch. Falls auch ihr die Produkte von Yepoda testen möchtet, schaut auf der Webseite nach. Ich habe euch das in der Infobox verlinkt. Und ihr findet hier auch nochmal einen Rabattcode, mit dem ihr 33% bei eurer Bestellung sparen könnt. Das heißt, ja, unbedingt den Code nutzen, wenn ihr da bestellen möchtet. Yepoda hat es sich zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen die koreanische Hautpflege nach Deutschland zu bringen, weil die koreanische Hautpflege dafür bekannt ist, dass sie die Haut sehr makellos macht. Und Yepoda bringt halt diese Produkte nach Deutschland. Wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, dann wisst ihr, dass ich für sämtliche Bereiche meines Alltags mir feste Routinen etabliert habe. Diese festen Abläufe helfen mir einfach, einen klaren Kopf zu behalten, dass es nicht so oft passiert, wie beim ersten Punkt erwähnt, dass ich das Gefühl habe, ich habe so viele To-Dos in meinem Kopf, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Das ist nämlich einfach nur frustrierend und ja, sorgt für schlechte Laune. Ich schreibe mir daher täglich eine To-Do-Liste mit den Sachen, die wirklich an diesem Tag unbedingt erledigt werden sollten. Ich bringe so halt einfach so ein bisschen Ordnung in meinen Kopf. Und wenn ich schriftlich vor mir sehe, was alles zu tun ist an diesem Tag, dann habe ich nicht das Gefühl, das übermannt mich gerade, weil man hat halt sonst die ganze Zeit im Hinterkopf, ja und das noch und das noch und das musst du auch noch machen, das musst du auch noch machen, das musst du auch noch machen. Man schreibt einmal alles auf und dann hat man diese blöden Gedanken einfach mal aus dem Kopf raus und kann sich dann wirklich nach und nach auf seine Aufgaben konzentrieren. Ich fange mit der Sache an, die zu diesem Zeitpunkt absolute Priorität hat und das wird dann erstmal erledigt und dann werden die anderen Punkte angegangen. Es hat mich außerdem in meinem Alltag manchmal überfordert, dass ich neben dem ganzen Kram für die Arbeit gar nicht mehr wirklich Zeit hatte, mich um die Wohnung zu kümmern. Und das hat mich dann halt auch frustriert, weil ich einfach gesehen habe, okay, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ich hatte aber keine Energie und auch gefühlt keine Zeit, um das alles noch zu machen. Es haben sich ja gefühlt immer mehr To-Dos gestapelt, die halt im Haushalt zu tun sind. Nicht nur die Sachen, die ja täglich gemacht werden müssen. Und es ist halt einiges auf der Strecke geblieben. Und das hat mich dann halt auch wieder so genervt. Um das Ganze anzugehen und zu ändern, habe ich mir eine feste Routine für den Haushalt auferlegt. Also ich habe mir das wirklich anfangs auferlegt. Ich habe zu mir selber gesagt, das machst du jetzt so, ob du willst oder nicht. Weil die Alternative, da halt ständig genervt von zu sein, das ist halt auch nichts. Wie genau diese Routine aussieht, habe ich euch mal mitgefilmt. Das findet ihr hier unter dem verlinkten Video. Ich bin ja aber aktuell auch dabei, was Neues zu testen, eine neue Methode. Auch das verlinke ich euch hier irgendwo. Und ich denke, wichtig ist einfach, dass man da eine Routine findet, dass man für sich selber eine Routine macht und dass man auch mit sich selber irgendwo im Reinen ist und sich überlegt, was sind die Sachen, bei denen es für mich in Ordnung ist, dass sie irgendwo hinten überfallen und dass man da so ein bisschen seinen inneren Frieden mit sich schließt. Und bei diesen Routinen, bei diesen täglichen Routinen, das ist halt so, am Anfang ist es halt schwierig, da überhaupt loszulegen und den Hintern hochzukriegen, weil man abends überhaupt gar keine Lust mehr hat, noch die Küche aufzuräumen und die Spüle schön sauber zu machen. Aber wenn ihr das ein paar Mal macht und einfach merkt, wie schön das ist, morgens in so eine aufgeräumte Küche zu kommen, dann macht ihr das und dann wird es zu eurer festen Routine. Und dann wollt ihr das gar nicht mehr anders. Dann diese 10 Minuten merkt ihr, so das ist es mir wert, jetzt nochmal 10 Minuten mich in die Küche zu stellen und da rumzuwerkeln. Und ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Nicht nur das Routinen etablieren, sondern auch für sich selber, mit sich selber ausmachen, was ist für mich in Ordnung, dass es nicht jetzt
jeden Tag oder jede Woche gemacht wird? Was ist in Ordnung für mich, dass es so ein bisschen hinten überfällt? Weil man kann einfach, es ist einfach schwierig. Ich glaube, irgendwas bleibt immer auf der Strecke und ich finde es halt ganz wichtig, dass das nicht man selber ist. Dass man nicht selber, dass die eigenen Bedürfnisse nicht auf der Strecke liegen bleiben. Sonst sei es halt mal so, dass dann halt mal nicht Staub gewischt wird oder was auch immer. Also das ist halt eine Sache, das muss jeder irgendwie mit sich selber ausmachen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, vergesst euch selber nicht. Genauso wie ich angefangen habe, Routinen für mich zu etablieren, um mich wohler zu fühlen, genauso habe ich auch mit einer Routine gebrochen. Und das ist es, abends, wenn das Kind schläft, sich aufs Sofa zu setzen und vom Fernseher berieseln zu lassen. Glaub mir, mache ich auch häufig genug, aber ich achte trotzdem darauf, dass es so ein paar Abende die Woche gibt, wo der Fernseher für mich einfach mal ausbleibt und wo ich dann stattdessen lese. Lesen gehört einfach so mit zu meinen größten Hobbys und ich kann nicht ohne Bücher und ich habe da einfach lange Zeit keine Priorität reingesetzt. Und es war ständig so, dass ich dann immer gedacht habe, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr zum Lesen und habe mich darüber geärgert und war frustriert deswegen und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich keine Zeit mehr für meine Hobbys habe und habe irgendwann aber gemerkt, ich habe das nicht als Priorität gesetzt. Ich habe daraufhin für mich persönlich beschlossen, dass das Lesen ab sofort eine Priorität ist. Ich nehme mir aktiv Zeit dafür, weil dieser Gedanke, das zieht einen so runter. Also das hat mich immer so runtergezogen. So dieser Gedanke, ich tue ja gar nichts mehr für mich. Ich gehe gar nicht mehr dem nach, was ich gerne tue, sondern ich funktioniere irgendwie nur und mache nur die Dinge, die sein müssen. Und für Vergnügen habe ich keine Zeit. So dieser Gedanke, der ist unfassbar frustrierend und den habe ich ständig gehabt und der hat mich absolut fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war dann halt irgendwann, ich meine, das war ein aktiver Beschluss von mir, dass ich gesagt habe, so geht es nicht mehr. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich aktiv daran was ändern. Und so schön es auch ist, abends sich einfach aufs Sofa zu setzen, den Fernseher anzumachen und eine Serie oder einen Film oder was auch immer zu gucken. Noch schöner ist es für mich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es schon bei der Pflegeroutine gesagt, es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man tut auch etwas für sich. Und das tut gut. Und das braucht man. Und das muss ja jetzt nicht das Lesen sein, es kann ja jedes andere Hobby sein, aber dass man einfach, wenn man das Gefühl hat, man funktioniert nur und man kann nicht mehr seinem eigenen Vergnügen irgendwo nachgehen, sich da aktiv für Zeit zu nehmen. Und für mich ist das halt abends, wenn normalerweise der Fernseher läuft. Außerdem, und damit komme ich ja zum letzten Punkt, gibt es ja Aufgaben, die sich auch so ein bisschen mit dem Vergnügen verbinden lassen. Und das ist etwas, das ich schon länger mache und wo ich einfach merke, das tut gut. Und da ist dann halt die Hürde, etwas zu machen, nicht mehr so groß. Beispielsweise, wenn ich putze hier zu Hause, höre ich dabei Hörbuch. Wenn ich koche, höre ich Hörbuch oder gucke mir ein YouTube-Video dabei an. Wenn ich mal irgendwann das Bügeleisen rausholen sollte, was hier sehr, sehr selten passiert, dann mache ich dabei den Fernseher an. Auch bei meiner Arbeit gibt es Tätigkeiten, bei denen ich Hörbuch hören kann. Wo ich einfach nur machen muss und nicht den Kopf für brauche, da kann ich dann einfach ein Hörbuch bei hören. Und dadurch, dass man das, was wirklich gemacht werden muss, mit dem verbindet, woran man Freude hat, ja, das erleichtert einfach die Aufgabe sehr und dadurch kommt einem dann die Arbeit gar nicht mehr so doll wie Arbeit vor, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich schlage halt dabei so ein bisschen 2 Fliegen mit einer Klappe, weil ich ja meinem Hobby da so auch irgendwo nachgehe, gleichzeitig mit der Arbeit, weil ich erfahre ja neue Geschichten durch das Hörbuch. Ich lese ja in dem Sinne und gleichzeitig mache ich etwas, das gemacht werden muss. Und das macht es leichter. Wie gesagt, die Hürde, dann überhaupt damit anzufangen, ist leichter und es macht halt einfach mehr Spaß und das nimmt halt auch irgendwie so ein bisschen dann den Stress da raus. Und manchmal habe ich so nach einem Tag, wo ich gefühlt nur To-Dos erledigt habe, habe ich trotzdem das Gefühl, ich habe trotzdem so ein bisschen was für mich gemacht, weil ich habe ja trotzdem, bin ja trotzdem dabei gleichzeitig so ein bisschen einem Vergnügen nachgegangen, indem ich ein Hörbuch gehört habe.
Vielleicht konnte ich euch mit diesen Tipps so ein bisschen helfen. Mir hat es den Alltag um einiges leichter und schöner gemacht vor allem. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und ich sage bis dann. Tschüss.